willkommen zurück bei Seatram. So, nachdem wir jetzt definitiv lang genug hier auf Titchimay rumgehangen haben und der Windforecast für heute ganz gut aussieht, macht Mario gerade das Boot komplett fertig und wir brechen jetzt gleich auf die Cayo Hollandaise auf, genauer gesagt Richtung Barbecue Island. Und ja, da der Wind vorhergesagt ist, werden wir uns jetzt nicht durch die ganzen Inseln durch das Riff quälen, sondern werden außenrum gehen, damit wir hoffentlich mal wieder endlich so ein bisschen richtig segeln können. Ja, ich bin ganz gespannt. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal richtig gesegelt sind. Wird, glaube ich, ein richtig cooler Tag. Mhm. Das ist echt schon, das erste Mal sieht man das so, wow, schön. Einen Tag später schwimmt einer ums Boot rum, denkt man immer noch so, wow, voll cool. Und jetzt 3 neben dem Boot. Ja, man könnte zwar reinspringen, aber welchem sandigen Fleck der Erde befinden wir uns hier? Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. Das könnte, wie hieß denn das? Nicht Barbecue Treasure Island? Nee, Barbecue Island ist da vorne. Kannst du von hier sehen. Da vorne, was hinter der ersten Insel so ein bisschen auslugt, das ist Barbecue Island. Könnte hier dieses Turtle Island sein? Turtle Island ist in der Mitte. Ach, das ist Turtle Island. Ja. Dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir in den Cayo Hollandaise. Genau. Auf den San Blas. Ich sag mal, machen wir so mal eine Runde, oder? Ja. Hier schlägt die Natur zurück. Die ersten Palmsprösslinge kommen wieder raus. Wir sind hier ziemlich abgeschieden. Heißt, der nächste Supermarkt, der ist, ich glaube, in Panama City. Das heißt, man muss erstmal ans Festland übersetzen, dann fährt man nochmal 4 Stunden mit dem Jeep über die Berge, bis man in der Großstadt ist. Und davor ist im Grunde genommen nur so ein kleiner Schrammelsupermarkt, sage ich jetzt mal, wo das Grundlegende schon verkauft wird. Das heißt, Eier, Milch, ein paar andere Lebensmittel, Mehl, Gemüse kriegt man schon, aber die Auswahl ist halt relativ eingeschränkt. Der nächste EC-Automat, so gesehen, ist auch erst in Panama City. Man ist erstmal so ein bisschen auf sich allein gestellt. Für uns ist das nicht so richtig das Problem. Bedeutet, bevor wir hingekommen sind, haben wir ordentlich eingekauft. Wir hatten auch noch große Vorräte. Das heißt, Lebensmittel sind jetzt nicht das Thema. Aber wenn man sich vorstellt, die Leute leben hier tatsächlich Tag ein, Tag aus, Jahr um. La crema? La crema, ¿no? No. Contra dolor, no es mejor. Que no quiere ver la muela. No. Okay.
que no, coconut, no. No, gracias. ¿Cuántas familias ocupan aquí? Como Oh, muy bien. ese, Cool. haciendo Ajá. una, ¿cómo se llama? Abanico. ¿Y por qué es? Y otro ya hiciste una canasta. Ein Korb. Canasta. Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver. Cool. A poner las cosas Sí, sí, claro, aquí entiendo. también. Sí. Más grande. Grande. Wir waren jetzt gerade auf der Insel, deren Namen ich nicht kenne und ich gleich nochmal nachgucken muss, beziehungsweise Nina nachgucken wird. Hatten wir mit den Locals mal ein bisschen gesprochen. Es ist einfach faszinierend. Die haben hier einen Brunnen auf der Insel. Sprich, das ist ein Loch im Sand, so einen halben Meter tief, wo dann Süßwasser rauskommt. Die trinken das wohl auch und benutzen es zum Baden, Kochen, was auch immer. Bisschen probiert, schmeckt leicht schwefelig. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das unbedingt trinken wollen würde. Wir haben jetzt nur mal so ein bisschen dran genippt, beziehungsweise Zunge dran gehalten. Haben keinen Strom, haben keinen Kühlschrank, haben kein Licht abends. Das war für mich das Faszinierendste. Hatte ich mal gefragt, ob sie Solar haben. Nein, haben sie auch nicht. Und die leben hier in ihren Strohhütten, in ihren palmbedeckten Strohhütten. Es ist ein sehr ruhiges, beschauliches Leben, glaube ich. Hauptsächlich ernähren sie sich dann von Fisch und wahrscheinlich Reis, den es dann einfach, oder Bohnen, die es einfach zu kaufen gibt. Aber alles andere ist ja mehr oder weniger unbekannt. So gesehen ist man einerseits im Paradies, andererseits glaube ich so für den westlichen Menschen schwer nachzuvollziehen, wie das hier so abgeht. Ich glaube, so richtig viel Besuch kriegen die hier auch nicht. Ich meine, die waren schon sehr gerade freundlich und bemüht, einem das so ein bisschen zu zeigen, was sie halt eben haben. Beschaulich. Faszinierend an der Sache ist, dass die Leute hier eine enorme Lebenserwartung haben, fernab der Umwelteinflüsse, ich meine, fernab der Zivilisation. Es gibt hier keine Müllabfuhr, es gibt hier keine Versorgung. Die Inseln sind so ein bisschen verstreut, hier mal ein paar, da mal ein paar. Auf der Insel leben jetzt in Summe 20 Leute, hat er mir dann vorgerechnet. Irgendwie 3 Familien wohl. Aber jetzt auch nicht so richtig im Verbund. Das heißt, jeder macht sein Ding. Und dann, was sehr schwer zu verstehen war, warum das so ist, aber die leben wohl 3 Monate hier. Und dann werden sie in Anführungszeichen ausgetauscht. Das heißt, die fahren dann wieder zurück ans Festland, in ihr Hauptdorf. Und dann kommen andere hier hin, die dann hier wohnen. Und die, so wie ich es verstanden habe, die Kokosnussernte einfahren und dann verkaufen an wen auch immer. Das ist sehr faszinierend. Bei denen drüben kann ich halt noch verstehen, die arbeiten für Friseur, aber jetzt hier, irgendwie ist das schon spannend. Ja, die haben 9 Monate in Anführungszeichen Zivilisation und dann 3 Monate Inselleben. Ja, wahrscheinlich. Okay. Witzig auf jeden Fall. Tú comes, ¿cómo se llama? Pescado, ¿no? Ja, da fährt man eigentlich nur auf so eine kleine Insel rüber, weil der Mario noch ein paar Medikamente verteilen wollte. Wir haben noch ziemlich viele davon auf dem Boot. Und schon geht man schon wieder selber mit einem Geschenk nach Hause. Konnten sich jetzt nicht nehmen lassen, uns noch ein bisschen frisch gebratenen Fisch kurz zum Testen zu geben und uns ein paar Bananen dazu geben. Echt ganz schön hier. Ist das zu ergänzen? Ja, dass wir jetzt mehr oder weniger flüchten mussten, weil nicht flüchten mussten, ja, das ist Quatsch, aber wir wollten uns nur irgendwas anderes bringen. Ich habe noch nicht verstanden, was. Nur bevor diese Hin- und Her-Geschenkerei nie mehr aufhört, dachte ich noch, komm, wir gehen jetzt rüber. Ich möchte bitte wieder auf die Trampi gebracht werden.
Aldi. Schon fancy hier. Ja, eigentlich waren wir in der Bucht noch mit Freunden verabredet, aber irgendwie kommt keiner. Wir sind jetzt schon ein paar Stunden hier. Und ja, leider gibt es hier keine Datenconnection. Das heißt, wir haben kein Internet, um abzuchecken, wo die sind. Und Mario hat beschlossen, wir schicken jetzt einfach mal die Drohne in die Luft und gucken auf der anderen Seite der Insel, ob wir uns einfach falsch abgesprochen haben und die beiden vielleicht auf der anderen Seite sind. Also wünschen uns Glück, dass wir die beiden finden.